Es beginnt leise. Zuerst bemerkt es niemand. Du bist 7 Jahre alt und schaust in die Augen eines Elternteils, der auseinanderfällt. Vielleicht ist es eine Sucht. Vielleicht ist es Wut. Vielleicht ist es einfach die hohle Stille von jemandem, der zu zerbrochen ist, um wirklich da zu sein. Und ohne Worte klickt etwas Uraltes in deinem kleinen Kopf. Wenn ich nicht alles zusammenhalte, wird es niemand tun. So verschwindet ein Kind. Nicht körperlich, sondern psychologisch. Es lächelt mehr. Es weint weniger. Es lernt den Raum zu lesen, bevor es spricht. Es wird zum emotionalen Thermostat des Haushalts. Es wird zu einem kleinen Erwachsenen, lange bevor sein Geist bereit ist. Und die Welt lobt es dafür. Du bist so reif. Du bist so verantwortungsbewusst. Du bist so stark. Aber niemand hält je inne, um zu fragen, zu welchem Preis? Das ist die unsichtbare Trauer derjenigen, die zu schnell erwachsen wurden. Und heute gehen wir tief in die Psychologie dieses Kindes hinein, denn die Auswirkungen verschwinden nicht mit dem Alter. Sie formen dich. Sie folgen dir in Beziehungen, in Karrieren, in dein Selbstwertgefühl. Und wenn du nicht verstehst, was passiert ist, wirst du dein Erwachsenenleben damit verbringen, die Überlebensmuster zu wiederholen, die dich einst gerettet haben, dich jetzt aber langsam zerstören. Fangen wir damit an, was wirklich entwicklungspsychologisch passiert. Wenn Kinder gezwungen sind, Erwachsene emotional zu unterstützen, anstatt umgekehrt, nennen Psychologen das Parentifizierung. Es ist der Moment, in dem ein Kind zum Betreuer, Friedensstifter, Therapeuten, Beschützer wird. Das ist nicht nur ungesund, es verändert das Gehirn. Denn wenn ein Kind ständig dafür verantwortlich gemacht wird, Emotionen zu regulieren, seine eigenen oder die anderer, entsteht etwas, das Hypervigilanz genannt wird. Du scannst ständig nach Gefahr. Du gehst auf Eierschalen. Du lernst, dass Liebe eine Transaktion ist. Du gibst Frieden und vielleicht geben sie dir Sicherheit. Du lernst, dass deine Bedürfnisse gefährlich sind und ihre dringend. Also verschwindest du, nicht körperlich, sondern emotional. Und an deiner Stelle wächst eine Version von dir, die gut funktioniert. Du wirst das brave Kind, der stille Leistungsträger, der therapeutische Freund, derjenige, der nie um etwas bittet. Und du trägst diese Identität so überzeugend, dass selbst du vergisst, dass es eine Maske ist. Aber tief im Inneren schmerzt etwas. Etwas tut weh, weil das innere Kind, das du begraben hast, nicht gestorben ist. Es ist immer noch da und schreit lautlos: Warum hat mich niemand beschützt? Wenn du älter wirst, werden die Symptome komplexer. Du könntest übermäßig unabhängig werden. Du lehnst Hilfe ab, stößt Menschen weg oder fühlst dich in der Liebe nie wirklich sicher. Du könntest dich in glücklichen Momenten taub fühlen, weil Freude sich fremd, unverdient, sogar gefährlich anfühlt. Du könntest Schwierigkeiten haben, dich auszuruhen, weil Produktivität die einzige Art war, dich je wertvoll zu fühlen. Und am schlimmsten ist, dass du vielleicht nicht einmal bemerkst, dass du immer noch im Überlebensmodus steckst. Denn wenn Dysfunktion früh normalisiert wird, akzeptiert dein Nervensystem Chaos als Ausgangszustand. Stille fühlt sich falsch an, Frieden verdächtig, Liebe wie eine Schuld, die du zurückzahlen musst. Das ist die Psychologie eines Kindes, das gezwungen war, zu schnell erwachsen zu werden. Es ist nicht nur Traurigkeit. Es ist ein komplexes Trauma, das formt, wie du die Welt siehst. Und, noch wichtiger, wie du dich selbst siehst. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum sollte ein Kind freiwillig diese Rolle übernehmen? Weil Kinder alles für Bindung tun, selbst sich selbst aufgeben. Die Wahl ist nie bewusst, sie ist biologisch. In Abwesenheit von Sicherheit opfert das Kind Authentizität zugunsten von Zugehörigkeit. Das ist keine Schwäche, das ist Intelligenz, das ist Instinkt. Aber die Tragödie ist diese: Was dich damals gerettet hat, hält dich jetzt gefangen. So viele von uns gehen als hochfunktionierende Erwachsene durchs Leben, während tief vernachlässigte innere Kinder im Inneren die Fäden ziehen. Wir übererfüllen, um Liebe zu verdienen. Wir schweigen, um Verlassenwerden zu vermeiden. Wir kümmern uns um alle anderen, wünschen uns aber heimlich, jemand würde einfach fragen, ob es uns gut geht. Und diese Fantasie, dass jemand bemerkt, dass du nicht so stark bist, wie du tust. Dass du vielleicht, nur vielleicht, endlich zusammenbrechen und gehalten werden darfst. Das ist das unerfüllte Bedürfnis, nicht deines Erwachsenen selbst, sondern des Kindes, das nie Kind sein durfte.
Der erste Schritt zur Heilung ist nicht das Reparieren. Es ist das Zeugnis ablegen. Denn solange du nicht anerkennst, was passiert ist, wirst du dich selbst weiter gaslighten mit Gedanken wie, so schlimm war es nicht. Andere hatten es schlimmer. Ich bin doch gut geworden. Aber gut ist auch eine Maske. Und tief im Inneren weißt du das. Also, was passiert mit diesem Kind, wenn es erwachsen wird? Es wird zu einem Erwachsenen, der sich nie sicher fühlt, selbst in ruhigen Räumen. Es wird zu einem Liebenden, der Sanftheit nicht trauen kann. Es wird zu einem Gebenden, der nicht empfangen kann. Es wird zu jemandem, der sich für Tränen entschuldigt, bei Komplimenten zusammenzuckt und Erschöpfung mit Erfolg verwechselt. Das ist der Preis, zu schnell erwachsen zu werden. Denn wenn deine Kindheit dich lehrte, stark zu sein auf Kosten von Sanftheit, still statt ehrlich andere zu reparieren, während du deine eigenen Brüche ignorierst, welche Art von Erwachsensein erbst du dann? Du erbst ein Leben, in dem du ständig den Atem anhältst, darauf wartest, dass jemand dir die Erlaubnis gibt, endlich zusammenzubrechen. Aber hier ist die Wahrheit. Niemand kommt, um das Kind zu retten, das du begraben hast. Du bist derjenige, der zurückgehen und seine Hand halten muss. Du bist derjenige, der sagen muss, was niemand sonst je gesagt hat. Du hast das nicht verdient. Du warst nur ein Kind. Du darfst dich jetzt ausruhen. Und vielleicht beginnt hier die tiefere Heilung, das langsame Neuverdrahten eines Nervensystems, das seit Jahrzehnten angespannt ist. Heilung bedeutet nicht, die Vergangenheit zu vergessen. Sie bedeutet, deinem Körper beizubringen, dass die Vergangenheit vorbei ist. Trauma lebt nicht nur in Erinnerungen, es lebt in Reaktionen, im Anspannen deiner Schultern, im Zusammenzucken, wenn jemand die Stimme erhebt, in der Unruhe, die Stille verursacht. Du kannst dich nicht aus Trauma herausdenken, du musst dich hindurchfühlen. Die Bindungstheorie sagt uns, dass diejenigen, die gezwungen waren, ihre Eltern zu bemuttern, oft eine ängstliche oder vermeidende Bindung entwickeln. Ängstlich, weil Liebe unvorhersehbar war und du gelernt hast, ihr nachzujagen. Vermeidend, weil Nähe sich unsicher anfühlte und du gelernt hast, dich zu betäuben. Manchmal beides. Also schwanken wir als Erwachsene zwischen dem Verlangen nach Verbindung und der Angst davor. Wir wollen gesehen werden, aber in dem Moment, in dem jemand zu genau hinsieht, verstecken wir uns. Denn Verletzlichkeit fühlt sich immer noch wie Gefahr an, nicht wie Intimität. Und genau deshalb ist Heilung nicht einfach Selbstfürsorge, sie ist Reparenting. Es bedeutet, dir selbst das zu geben, was gefehlt hat. Sicherheit, Geduld, Sanftheit, Struktur. Es bedeutet, bei den zitternden Teilen von dir zu sitzen und zu sagen, ich weiß, dass du Angst hast, aber du bist jetzt in Sicherheit. Es bedeutet, dir selbst die Erlaubnis zu geben, ohne Leistung zu existieren, geliebt zu werden, ohne es dir verdienen zu müssen. Wenn wir über die Heilung des inneren Kindes sprechen, ist das keine abstrakte Idee. Es ist die Praxis, die Bedingungen zu schaffen, die du nie hattest. Es ist dir zu erlauben, wieder zu spielen, dich ohne Schuld auszuruhen, Fehler zu machen ohne Scham. Es ist, dich selbst in diesen alten Reflexen zu ertappen, zu viel zu erklären, dich zu entschuldigen, andere zu retten und sanft zu fragen, wen versuche ich gerade zu beschützen? Dieser Moment des Bewusstseins ist alles. Denn Bewusstsein unterbricht das Muster. Und mit der Zeit, wenn dieses Bewusstsein tiefer wird, verändert sich etwas. Du beginnst zu fühlen, wie sich Sicherheit tatsächlich anfühlt. Dein Atem verlangsamt sich. Dein Körper entspannt sich. Du bemerkst, dass du nicht mehr jeden Raum kontrollieren musst, in den du gehst. Dass Stille sich nicht mehr wie Ablehnung anfühlt. Dass Liebe nicht verdient werden muss. Sie kann einfach empfangen werden. Das ist es, was Integration bedeutet. Nicht Perfektion. Präsenz. Du beginnst, deine Auslöser nicht mehr als Beweis deiner Zerbrochenheit zu sehen, sondern als Echos alter Wunden, die gesehen werden wollen. Du lernst, beim Unbehagen zu bleiben, anstatt davor davonzulaufen. Du erkennst, dass Heilung nicht bedeutet, dein bestes Selbst zu werden, sondern zu deinem wahren Selbst zurückzukehren, zu dem, der immer unter der Fassade existierte. Denn die Wahrheit ist, deine Sensibilität, deine Wachsamkeit, dein Mitgefühl, das waren keine Fehler. Sie waren Überlebenswerkzeuge. Aber jetzt können sie zu Geschenken werden. Dasselbe Bewusstsein, das dich einst sicher hielt, kann dir jetzt helfen, dich zu verbinden.
Dieselbe Intuition, die dich einst vor Gefahr warnte, kann dich jetzt zur Authentizität führen. Dieselbe Stärke, die dich einst durchhalten ließ, kann dir jetzt helfen zu erschaffen. Das Ziel ist nicht, den Beschützer zu töten, sondern ihm Frieden beizubringen. Carl Jung sagte einmal, es gibt kein Bewusstwerden ohne Schmerz. Die Menschen werden alles tun, egal wie absurd, um ihrer eigenen Seele nicht zu begegnen. Aber Schattenarbeit verlangt, dass wir ihr begegnen. Allem. Dem Vernachlässigten, dem Beschämten, dem Verängstigten, dem Wütenden. Denn Heilung bedeutet nicht, jemand Neues zu werden. Es bedeutet, sich daran zu erinnern, wer du warst, bevor die Welt dir sagte, wer du sein sollst. Also, wenn du jemand bist, der zu schnell erwachsen wurde, dann wisse dies. Deine Reife war nie das Problem. Das Problem war, dass du keine Wahl hattest. Aber jetzt hast du eine. Du kannst Sanftheit wählen. Du kannst Ruhe wählen. Du kannst aufhören, die Emotionen aller anderen zu managen und anfangen, deine eigenen zu ehren. Und nein, es wird nicht über Nacht geschehen. Es wird Tage geben, an denen du dich wieder wie ein Kind fühlst. Gut, genau darum geht es. Lass dieses Kind nach Hause kommen. Lass es weinen. Lass es spielen. Lass es endlich gesehen werden, denn du bist nicht zerbrochen. Du wirst ganz. Und vielleicht zum ersten Mal wächst du jetzt wirklich auf. Nicht durch Druck, nicht durch Angst, sondern durch Wahrheit. Du hattest keine Kindheit, aber du hast immer noch eine Zukunft. Und diesmal darfst du sie selbst schreiben.